Was sind denn eigentlich gute Gründe für eine Modernisierung, die ich machen möchte? Ein Grund könnte sein, es gibt jetzt gerade ein neues, hippes Framework, eine Library, über die jeder spricht. Wir brauchen das jetzt auch. Nein, tu es nicht. Nur weil etwas jetzt gerade neu und angesagt ist das noch lange kein Grund, warum du das jetzt unbedingt bei dir einbauen solltest. Versteh mich nicht falsch. Es ist natürlich immer richtig und auch wichtig, sich mit neuen Trends, neuen Technologien zu beschäftigen. Aber es sollte nie dein einziger Grund sein. Was sind denn nun wirklich gute Gründe, wenn du mit dieser Modernisierungsmaßnahme die Produktivität im Team steigern kannst? Du kannst durch neues Tooling deine Codequalität besser überwachen, im besten Falle sogar verbessern. Du kannst dafür sorgen, dass die Sicherheit in deinem System erhöht wird, die Performance oder auch die Leistungsfähigkeit von deinem System erhöhen kannst. Ein gutes System besteht nicht nur aus vielen Features, sondern es muss auch leistungsfähig sein. Es muss Spaß machen, dass es der Kunde bedient. Skalierbarkeit. Deine Codebasis wächst immer weiter, deine Teamgrößen, dein Projekt ist super erfolgreich. Der Kunde will immer mehr Features. Und all diese Gründe, die ich jetzt hier aufgeführt habe, sind aus meiner Sicht sehr gute Gründe, warum du eine Code-Modernisierung in Gang setzen solltest in deinem Team. Bevor wir mit der eigentlichen Modernisierung anfangen, müssen wir alles über unser eigentliches Produkt erfahren. Ja, aber ich arbeite doch in der Codebasis jeden Tag. Ich kenne mich doch bestens aus im Source Code. Was muss ich denn da überhaupt noch erstmal alles lernen, bevor ich loslegen kann? Es gibt mehr als nur Source Code. Business Cases. Wie verdient dein Produkt denn überhaupt Geld? Was bezahlt am Ende des Monats eigentlich dein Gehalt? Genau da auch die wichtigsten Anwendungsfälle heraushören und auch wirklich verstehen. Gleichzeitig müssen wir auch die beteiligten Stakeholder in dem Projekt kennen und was ihre Anforderungen an das Projekt sind. Du musst jetzt nicht alles bis ins letzte Detail verstehen, aber du solltest zumindest einen groben Überblick haben, was denn auch besonders wichtig ist. Wir möchten nicht Bestehendes dadurch abschwächen, wir möchten es im besten Fall verstärken. Was ist für den Kunden das Wichtigste? Abseits von allen Anforderungen, die es dazu geben kann, rechtliche, technische, was ist es, was für den Kunden an unserem Produkt das Wichtigste ist? Und deswegen solltest du dir auch immer bei einer Modernisierung die Frage stellen, wie kann ich denn das, was dem Kunden besonders wichtig ist, noch weiter verbessern? Wir wollen natürlich auch dem Kunden am Ende ein besseres Produkt liefern als vorher. Sprechen wir mal über die technischen Schwächen und Mängel, die so ein Softwareprojekt hat. Unser Projekt, das ist perfekt. Da gibt es keine Mängel, da funktioniert alles reibungslos. Wir müssen gar nichts verbessern. Vielleicht schaut ihr einfach noch nicht genau genug hin. Jedes Softwareprojekt hat seine Schwächen, hat seine Mängel. Man muss sie nur finden. Finden tut man sie, indem man einige dieser Symptome sich etwas genauer anschaut. Anhaltspunkte wie zum Beispiel, welchen Komponenten entstehen denn jetzt eigentlich die meisten Bugs? Wie sieht es eigentlich mit meiner Bildzeit aus? Welche Risiken kenne ich auch schon? Sind das Risiken, die mit der Zeit schlimmer werden könnten? Und wie können sich gerade diese Risiken auch auf meine wichtigen Business Cases auswirken? Ihr werdet nicht alles an Mängeln und Schwachstellen finden, aber ihr werdet mit Sicherheit die wichtigsten und auch die markantesten Schwächen und Mängel in eurem Softwareprojekt finden. Nun kannst du dich auf die Suche nach möglichen Lösungen für diese begeben. Schaut bewusst auch mal außerhalb eures Unternehmens. Euer Problem hatte mit Sicherheit schon jemand anders vorher und noch jemand anderes hat das Problem auch schon gelöst. Besucht Tech Talks, größere Softwarekonferenzen, eine Idee bekommen, was machen denn die anderen, um genau dieses gleiche Problem zu lösen. Es gibt so viel Videomaterial. Auf YouTube gibt es tonnenweise Tutorials.
und auch wirklich Analysen von Problemen, wo auch mögliche Lösungswege beschrieben werden. Nutzt das. Nutzt es als Informationsquelle, um Lösungen für euer Problem zu finden. Trainings, Kurse, gerade wenn ihr ein spezifisches technisches Problem habt, lohnt es sich oftmals, die dahinterliegende Technologie noch tiefer zu verstehen. Macht euch schlau, macht euch vertrauter mit der Technologie. Technische Artikel. Die können jetzt in Form von Papier existieren, auch häufig digital mittlerweile, in Form von ausführlichen Blogposts. Consulting, viele werden jetzt schreien, teuer, 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 teuer. Vielleicht und doch ist das eine gute Möglichkeit, wenn ihr wirklich ein akutes Problem habt. Denn diese Consultants, die haben alles gesehen. Jede Codebasis schon mal abrauchen sehen und verstehen wirklich, was die Gründe dafür sind und wie man die Sachen auch wirklich nachhaltig verbessern kann. Und ihr denkt es euch wahrscheinlich schon, ein Punkt fehlt hier noch auf der Liste. Und das ist natürlich die liebe KI. 2025 in keinem technischen Vortrag, in keiner Präsentation darf die KI fehlen. Haken dran, KI habe ich angesprochen. Mal ehrlich, bindet ruhig auch die KI mit ein. Wenn ihr eine Idee haben wollt, wo ihr denn genau weiter suchen solltet, nehmt nicht die Lösung der KI für bare Münze. Ganz wichtig. Die KI kann einem im besten Falle Anhaltspunkte geben, in welche Richtung ihr weitersuchen solltet. Beschränkt euch nicht auf eines dieser Beispiele, die ich hier genannt habe. Versucht aus möglichst vielen Informationsquellen euch Wissen anzueignen. Wenn ihr mal ein vielversprechendes Lösungsszenario gefunden habt, ist der nächste Schritt, dass ihr mal prototypisch diesen Lösungsansatz umsetzt. Mit prototypisch meine ich, priorisiere dabei die wichtigsten Themen, die wichtigsten Probleme, die du versuchst zu lösen. Fokussiere dich bewusst auf deine wichtigsten, auf deine dringlichsten Probleme, wo du auch schon Risiken identifiziert hast. Und investiere auch die meiste Zeit in diese Probleme. Es gibt natürlich immer Randfälle. Wir übertreiben da auch gerne mal als Entwickler oder in der Softwareentwicklung, dass wir von vornherein versuchen wollen, alle möglichen Szenarien und Randfälle mit einer Lösung abdecken zu wollen. Mach das nicht beim Prototyping. Fokussiere deine Zeit wirklich auf das, was Priorität hat, was am wichtigsten ist, dass du verbessern möchtest. Denn was du möchtest ist, du möchtest deine Ergebnisse, die du auf den Prototypen gewinnst, möglichst schnell und ausführlich evaluieren. Ehrlich evaluieren und bewerten. Wie groß ist der tatsächliche Nutzen? Was sind denn die voraussichtlichen Auswirkungen auf mein Projekt? Wer ist denn eigentlich betroffen? Wie hoch sind denn eigentlich die Anpassungskosten? Du musst nicht eine genaue Zahl am Ende ausrechnen können, das können auch andere später noch machen, aber du brauchst zumindest mal einen Daumenwert, wo die Reise hingeht. Wie viel Lernzeit musst du vorsehen? Wie viel Zeit musst du denn jeden Entwickler eigentlich einräumen, damit er das neue Framework eigentlich beherrscht und wieder produktiv damit arbeiten kann? Spiel das mal durch. Ne? Wie lange hast du denn eigentlich gebraucht, um dich mit der neuen Technologie zu beschäftigen? Stelle deinem Team das Thema vor. Präsentiere nicht zuerst deine Lösung. Erkläre erstmal ausführlich das Problem und seine Auswirkungen. Schaffe ein gemeinsames Verständnis. Die Chancen sind sehr hoch, dass nicht jeder in deinem Team sofort versteht, was das Problem denn jetzt eigentlich wirklich ist und wie es sich auswirkt. Nicht jeder steckt genauso tief in der Materie drin wie du. Gib den Leuten Zeit und vor allem die Möglichkeit für Rückfragen, für Verständnisfragen. Hast du das Verständnis dann geschaffen, kannst du deinen Lösungsvorschlag präsentieren. Als Tipp, geh nicht zu sehr ins technische Detail. Präsentiere den Leuten deine Idee erstmal abstrakt, ohne dass sie ein tieferes technisches Verständnis dafür haben müssen. Wenn du deinen Lösungsansatz präsentiert hast, ist wieder die Zeit gekommen, um erstmal Rückfragen zuzulassen. Und auch hier sind die Chancen sehr hoch, dass nicht jeder auf Anhieb deinen Lösungsansatz komplett durchschaut.
und wie das zu dem Problem passt, das Sie ja vielleicht auch gerade erst kennengelernt haben. Und auch hier ist es hilfreich, eine offene Diskussion zuzulassen, damit die Leute sich auch untereinander austauschen können über den Lösungsvorschlag, die auch Rückfragen stellen können. Wenn du gut vorbereitet bist, dann kennst du diese möglichen Rückfragen wahrscheinlich alle schon und kannst sie souverän und zufriedenstellend für die Gegenseite beantworten. Und wenn du das schaffst, dann verspreche ich dir, steigt automatisch auch die Akzeptanz für deinen Lösungsvorschlag. Ganz wichtig ist mir tatsächlich noch der letzte Punkt. Und wir haben ja eigentlich gar nicht über die nächsten Schritte gesprochen. Die nächsten Schritte sind das Wichtigste. Hier entscheidet sich, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Sind alle schon an Bord? Können wir morgen loslegen? Brauchen wir vielleicht noch ein Follow-up-Meeting, weil noch so viele Fragen offen sind? Klärt das noch im Termin. Sonst ist die Gefahr hoch, dass das Thema auch schnell mal wieder untergeht. Ganz wichtig, achte darauf, die nächsten Schritte miteinander zu besprechen. Wie geht's denn weiter? Setz dir selber eine Zeitbox. Dein Termin hat eine Meetingdauer von 45 Minuten. Du möchtest ja nicht 30 Minuten erstmal damit verbringen, das Problem eigentlich zu erklären. Und dann hast du für den ganzen Rest deines Meetings nur noch 15 Minuten übrig. Das funktioniert nicht gut. Halte dich kurz, wenn es darum geht, das Problem und die Auswirkungen zu erklären. Geh nicht zu sehr ins technische Detail. Dasselbe gilt für deinen Lösungsvorschlag. Gib den Leuten schnell eine Idee, was du erreichen möchtest und auf welchen Wege. Und auch bei den nächsten Schritten halte das kurz und knapp, wie ihr denn weitermachen wollt. Und den anderen Verbliebenen gemeinsames Verständnis schaffen unter offenen Diskussionen. Versucht ein bisschen mehr einzuräumen, damit die Leute auch wirklich das Gefühl haben, jetzt werde ich angehört. Wichtig, verliere nicht das Ziel aus den Augen, die nächsten Schritte am Ende zu vereinbaren. Achte darauf, dass ihr nicht aus der Meetingzeit lauft, wie es leider viel zu häufig passiert in Meetings heutzutage.